Das eigene Haus mit Strom aus dem E-Auto zu versorgen, klingt genial. Kein Wunder, dass das Thema bidirektionales Laden gerade ein Mega-Hype ist. Wenn man aber versucht, Informationen dazu zu recherchieren oder Elektroautos und Ladestationen mit dieser Technologie zu finden, stößt man sehr bald an seine Grenzen. Warum das so ist, welche Herausforderungen noch überwunden werden müssen und wie du bis dahin auch ohne diese Technologie gut aufgestellt bist, erkläre ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und der Name bidirektionales Laden lügt nicht. Denn beim bidirektionalen Laden fließt der Strom in beide Richtungen. Vom Stromnetz ins Fahrzeug und vom Fahrzeug zurück ins Netz. Das hört sich erstmal einfach an, oder? Aber warum gibt es dann kaum geeignete Autos und Wallboxen? Es wird doch so viel darüber gesprochen. Der Grund ist der, dass es dann eben doch viel komplizierter ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Bevor ich die Gründe näher erläutere und aufzeige, was schon funktioniert und was noch nicht marktreif ist, lass uns zuerst ein paar Basics klären, da diese für das Verständnis sehr wichtig sind. Wie ich vorher schon erwähnt habe, kann beim bidirektionalen Laden Strom in zwei Richtungen fließen. Zunächst aus dem Netz in das E-Auto und anschließend wieder aus dem Auto heraus, zurück in das elektrische Netz deines Hauses oder in das öffentliche Netz. Damit das Ganze aber funktioniert, braucht es einen Zwischenschritt. Denn der aus dem Netz kommende Strom ist immer Wechselstrom, also AC. Deine Autobatterie kann aber nur Gleichstrom, also DC aufnehmen. Das heißt, dass als Zwischenschritt beim Laden deines E-Autos AC immer in DC umgewandelt werden muss. Diese Umwandlung passiert mittels Gleichrichter, entweder außerhalb deines Autos, also in einer DC-Ladestation, oder wenn du an einer AC-Ladestation lädst, im E-Auto selbst. Soll der Strom nun aber wieder vom Auto ins Haus oder Netz eingespeist werden, muss er einen umgekehrten Umwandlungsprozess durchlaufen und dafür braucht es einen Wechselrichter. Und je nach Anwendungsfall, also ob du den Strom nun für deine Haushaltsgeräte verwenden willst oder ob du ihn eben wieder ins öffentliche Netz einspeisen möchtest, geeignete technische Lösungen, die auch rechtlichen Anforderungen standhalten. Aus technischer Sicht gibt es bereits 3 vielversprechende Anwendungsfälle. Eine davon, die einfachste, ist tatsächlich auch schon am Markt erhältlich, nämlich Vehicle to Load. Vehicle to Load ist bislang die am weitesten entwickelte Technologie und in einigen Fahrzeugen, wie zum Beispiel im Hyundai Ioniq 5 und 6 oder dem aktuellen Kia Niro, integriert. Und das funktioniert auch. Vehicle to Load erlaubt es dir, Strom aus der Batterie deines Elektroautos zum Aufladen von Geräten mit geringem Stromverbrauch, wie zum Beispiel Smartphones, zu verwenden. Bei vollgeladener Autobatterie ist sogar eine Leistung bis 3,6 Kilowatt möglich. Willst du also zum Beispiel dein Smartphone im Hyundai Ioniq 6 laden, steckst du es einfach in die normale Schuko-Steckdose, die sich im Innenraum des Autos befindet. Du kannst aber auch an der Ladebuchse des Ioniq 6 mit dem aufpreispflichtigen Vehicle-to-Load-Adapter von Hyundai mit bis zu 3,6 Kilowatt zum Beispiel einen Wasserkocher oder Haarföhn betreiben, was beispielsweise beim Camping nützlich sein kann. Genauso wie für das Laden deines E-Bikes. Dies ist aber wie gesagt nur eine Art des bidirektionalen Ladens. Die anderen 2 Technologien, auf die viele Menschen sehnsüchtig warten und die, wenn ausgereift, ein weiterer Gamechanger für Netzstabilität wären, lassen noch auf sich warten. Ich spreche von der Vehicle-to-Grid und der Vehicle-to-Home-Technologie. Schauen wir uns an, warum und werfen zuerst einen Blick auf die Vehicle-to-Home. Die Vehicle-to-Home-Technologie ermöglicht es deinem Elektroauto, Strom aus der Autobatterie in das elektrische Netz deines Hauses oder eines anderen Gebäudes einzuspeisen. Du könntest damit zum Beispiel dein Elektroauto nachts, wenn der Strombedarf und die Strompreise niedrig sind, aufladen und tagsüber, wenn der Stromverbrauch höher ist, die im Auto gespeicherte Energie wieder für dein eigenes Haus nutzen. Die Nutzung dieser Technologie könnte zum Beispiel zur Optimierung des Energieverbrauchs in Wohngebieten führen und den Menschen jede Menge Geld sparen. Zum einen die individuellen Stromkosten, aber auch die Kosten für den Ausbau des öffentlichen Netzes allgemein. Vehicle to Home würde gleichzeitig zur Stabilität des Stromnetzes beitragen. Eine weitere vielversprechende Möglichkeit bestünde darin,
überschüssigen Photovoltaikstrom mit einer bidirektionalen Ladestation zu kombinieren. Auf diese Weise könntest du Strom selbst erzeugen, in deinem E-Auto speichern und später in der Nacht für deinen normalen Haushaltsverbrauch verwenden. Damit aber Vehicle to Home funktioniert, müssen viele kleine Rädchen ineinander greifen. Eigenheime müssen zum Beispiel über ein smartes Energiemanagement verfügen, um erfassen zu können, wie viel Strom im Haus verbraucht wird bzw. wie viel selbst erzeugter Strom zur Verfügung steht, wie der Ladestand des E-Autos und wann und wie viel Strom wieder aus dem Auto fließen darf. Darüber hinaus gibt es technische Unterschiede zwischen den Automodellen, die berücksichtigt werden müssen, um Kurzschlüsse oder Schäden an der Autobatterie und am elektrischen System des Hauses zu vermeiden. Das ständige Auf- und Entladen könnte die Autobatterie deutlich schneller altern lassen, was dazu führen kann, dass sie früher ausgetauscht werden muss. Das würde wiederum eine beträchtliche Menge an unnötigem Abfall bedeuten, da die Batterie zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht vollständig recycelt oder wiederverwendet werden kann. Die Batterie eines Elektroautos ist zudem eine der teuersten Komponenten des Fahrzeugs. Wer garantiert die Lebensdauer der Batterie beim bidirektionalen Laden? Und was passiert, wenn die Batterie vorzeitig ausgetauscht werden muss? Es ist noch völlig unklar, wer in diesem Fall für die Kosten eines möglicherweise notwendigen vorzeitigen Batteriewechsels aufkommen wird. Ist es der Autohersteller, der Netzbetreiber, der Stromanbieter oder der Fahrzeughalter? Solange diese Unklarheiten nicht beseitigt sind, wird es keine praktische Umsetzung des bidirektionalen Ladens geben. Egal ob Vehicle to Home oder Vehicle to Grid. Schauen wir uns jetzt die Vehicle to Grid Technologie an. Vehicle to Grid ist die komplexeste der 3 Varianten. Stell dir vor, viele Leute kommen von der Arbeit nach Hause, laden ihr Elektroauto, drehen ihre Klimaanlage oder Heizungen auf, schalten das Licht ein und kochen ihr Abendessen auf dem Herd. Das Stromnetz in der gesamten Region wäre höchst belastet. Mit der Vehicle-to-Grid-Technologie könnten Elektroautos zu Spitzenlastzeiten Strom in das Netz einspeisen und so als dezentrale Energiequelle fungieren. Umgekehrt könnten sie in den Schwachlastzeiten, also so zwischen 22 und 6 Uhr früh, aufgeladen werden. Das Ziel dieser Art des bidirektionalen Ladens besteht also darin, zur Netzstabilität beizutragen und den Bedarf an zusätzlichen Kraftwerken zu verringern. Natürlich ließe sich damit theoretisch auch Geld verdienen, wenn man zum Beispiel Strom zurück ins Netz verkauft, wenn er teurer ist. Der Netzbetreiber könnte dir auch eine Prämie zahlen, wenn du dein Auto als Strompuffer zur Verfügung stellst. In der Theorie klingt das großartig. In der Praxis sieht es aber leider anders aus. Denn du müsstest zuerst einmal eine derzeit noch teure bidirektionale Ladestation kaufen und ein Elektroauto auswählen, das diese Technologie unterstützt. Eine ganze Reihe von Elektroautos wird mittlerweile zwar mit der Hardware für bidirektionales Laden auf den Markt gebracht, aber ohne entsprechende Software oder passend günstige Wallboxen hast du leider nichts davon. Der VW ID.5 ist zum Beispiel mit 77 Kilowattstunden Kapazität technisch für Vehicle-to-Home-Laden gerüstet. Passende günstige AC-Wallboxen gibt es derzeit aber nicht und VW beschränkt das bidirektionale Laden aktuell noch auf 4000 Stunden oder 10.000 Kilowattstunden. Wenn du dein Auto also als Speicher verwendest und jeden Tag 11 Stunden Strom für deine Haushaltsgeräte entnimmst, zum Beispiel, wenn kein PV-Strom produziert wird, wird das bidirektionale Laden nach einem Jahr abgeschaltet. Das rentiert sich aktuell nicht, denn die wenigen bidirektionalen Ladestationen, darunter vor allem DC-Ladestationen, die Vehicle-to-Grid und Vehicle-to-Home-Fähigkeiten versprechen, sind teils mit extrem hohen Preisen verbunden und für private Haushalte eher unerschwinglich. Einige kosten mehr als 20.000 €, was es für frühe Anwender zu einem kostspieligen Wagnis macht, denn wer weiß, ob diese teuren Ladestationen in einigen Jahren, wenn die Technologie ausgereift ist, als veraltet gelten, weil sie nicht über die neuesten Funktionen verfügen. Darüber hinaus gibt es immer häufiger Pilotprojekte von Autoherstellern, um Erfahrungswerte für die Technologie zu sammeln. Hyundai erprobt beispielsweise aktuell echtes Vehicle-to-Grid oder Vehicle-to-Home-Laden anhand einer angepassten Software im Ioniq 5. Und auch Nissan sammelt fleißig Daten. Im Rahmen des Projekts namens iRecept
sind seit Oktober 2020 13 Nissan Leaf in Privathaushalten im Einsatz. Da der japanische Autohersteller jedoch auf CHAdeMO als Ladeanschluss setzt, ist die praktische Umsetzung innerhalb Europas fragwürdig. Denn CHAdeMO-Anschlüsse sterben nach und nach in Europa aus. Wallboxen gibt es dafür hierzulande keine. Eine andere Frage im Zusammenhang mit Vehicle-to-Grid, die bisher nicht geklärt werden konnte, ist rechtlicher Natur. Wie soll zum Beispiel der ins Netz zurückgespeiste Strom besteuert werden? Schließlich könnte ein Elektroautobesitzer sein Auto beim Arbeitgeber steuerlich begünstigt oder sogar kostenlos aufladen und dann zu Hause Strom gegen Geld ins Netz zurückspeisen. Also, wie du siehst, gibt es hier noch zahlreiche offene Fragen, die zuerst gelöst werden müssen. Die Investition in eine bidirektionale Ladestation ist für Eigenheimbesitzer mit Preisen zwischen einigen Tausend und 20.000 Euro einfach sehr riskant und auch nicht wieder zu erwirtschaften. Ja, bidirektionales Laden ist sicherlich die Zukunft, da es viele Vorteile bietet, wie zum Beispiel die Stabilisierung des öffentlichen Stromnetzes und die Möglichkeit, Energie weiter zu verkaufen. Aber aktuell gibt es da sowohl technisch als auch rechtlich noch viele Baustellen, die uns sicherlich die nächsten Jahre noch beschäftigen werden. Bis diese Technologien endgültig marktreif und bezahlbar sind, gibt es einfachere, schnellere und vor allem günstigere Lösungen. Zum Beispiel eine smarte Wallbox mit dynamischem Lastmanagement und flexiblen Stromtarifen wie den GoE Charger. Die Wallbox bietet schon für sich selbst und darüber hinaus in Verbindung mit dem GoE Controller oder einem anderen kompatiblen Energiemanagementsystem, kurz EMS, zahlreiche praktische Vorteile. Nämlich zum Beispiel eine zuverlässige und stabile Stromversorgung. Der GoE Controller oder ein alternatives EMS verwaltet die Ladeleistung der angeschlossenen GoE Charger und passt sie in Echtzeit an die aktuelle elektrische Last an. Mit dem dynamischen Lastmanagement kann das System bei einem plötzlichen Anstieg des Strombedarfs im Haus, zum Beispiel beim Einschalten mehrerer Geräte wie Wasserkocher, einer elektrischen Heizung oder der Poolpumpe, die Ladeleistung vorübergehend reduzieren, um sicherzustellen, dass das Stromnetz deines Hauses stabil bleibt und nicht überlastet wird. Sobald sich der Stromverbrauch reduziert, erhöht die Wallbox wieder automatisch die Ladeleistung. Vorteil Nummer 2, die Kosteneffizienz. Flexible Stromtarife helfen, die Ladekosten zu senken, indem du dein Auto dann auflädst, wenn der Strom am günstigsten ist, also in den sogenannten Schwachlastzeiten. Und du tust etwas Gutes für die Umwelt. Vorteil Nummer 3. Die Stabilität des Netzes. Lastverschiebung und Spitzenabdeckung tragen zu einem stabilen Netz bei. Außerdem kannst du mit dem GoE Charger und dem GoE Controller überschüssigen Photovoltaikstrom nutzen und diesen in die Batterie deines Elektroautos einspeisen. Und zu guter Letzt Vorteil Nummer 4. Du genießt einen höheren Komfort. Du kannst sowohl den GoE Charger als auch den GoE Controller einfach via App steuern. Das smarte Duo bietet darüber hinaus automatische Phasenumschaltung, Energieüberwachung und volle Kontrolle über den Stromfluss im Gebäude und sorgt damit für ein reibungsloses Ladeerlebnis. Ein smartes Wallbox-System wie dieses ist aktuell und für die nächsten Jahre sicherlich die beste Lösung. Denn bevor die bidirektionalen Ladetechnologien Vehicle-to-Home und Vehicle-to-Grid mit all ihren Vorteilen kostengünstig auf den Markt kommen, wird noch einiges an Zeit vergehen. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Hast du weitere Fragen? Nutze einfach die Kommentarfunktion unterhalb des Videos oder besuche uns unter goe.com. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.